Hi, ich zeige dir, wie du in 2 Minuten super einfach einen kleinen Briefumschlag selber machen kannst. Zum Basteln des Umschlags brauchst du nur ein quadratisches Stück Papier, das du dir auch selbst zuschneiden kannst. Zuerst faltest du eine Ecke zur gegenüberliegenden Ecke, sodass ein Dreieck entsteht. Der Briefumschlag wird ungefähr halb so groß wie dein Papier. Die Breite kannst du am Ende ziemlich stark variieren. Alle Faltkanten immer gut mit den Fingernägeln feststreifen. Danach öffnest du die Faltung wieder und legst diese Ecke auf diese Ecke, aber noch nicht feststreifen. Platziere die Ecken genau aufeinander und drücke das Papier nur hier in der Mitte platt, wo auch unsere lange Faltkante ist. Lege danach dein Papier genau so vor dich hin, wie ich es mache. Falte dann diese Ecke zu der Markierung in der Mitte, die wir mit den ersten beiden Faltungen erstellt haben. Nachdem du diese Faltkante festgestriffen hast, faltest du sie über die lange Faltkante auf die andere Hälfte des Papiers. Die Spitze bleibt an unserer Markierung in der Mitte. Danach kannst du bestimmen, wie breit du deinen Briefumschlag basteln willst. Falte dafür die linke Spitze so weit auf die andere Seite des Papiers, wie es für dich passt. Die rechte Spitze faltest du dann dazu passend nach links, sodass der Briefumschlag möglichst symmetrisch wird. Schreib mir übrigens gern in die Kommentare, zu welchem Zweck du diesen Umschlag bastelst. Die beiden Spitzen sollten sich überlappen, weil wir sie gleich noch ineinander stecken werden. Für den vorletzten Schritt hebst du die rechte Spitze an und öffnest die linke. Dann steckst du die rechte Spitze in die linke Spitze rein und legst sie wieder hin. Den Inhalt des Umschlags kannst du jetzt hier hinten in die kleine Tasche stecken. Nun musst du nur noch diese Spitze mittig nach unten falten und dann hast du aus einem Stück Papier ganz einfach einen Briefumschlag selbst gemacht. Glückwunsch! Ich werde meinen kleinen Briefumschlag noch mit einem Klebepad verschließen. Die lassen sich leicht von Papier ablösen und sogar wiederverwenden. Link in der Videobeschreibung. Ciao!